wir eilen hier von Spiel zu Spiel. Das nächste heute gegen die Hertha. Die sind nur 2 Punkte hinter uns. Und wenn ihr sehen wollt, ob ich das hier heute schaffe, ob ich mich weiter oben festsetzen kann, dann bleibt doch gerne dran. Würde mich sehr, sehr freuen. Und dann gucken wir mal. Wir haben 2 Veränderungen hier mit Nagalo und Tuta. Neues Innenverteidiger-Duo und rechtes Mittelfeld spielt Van Dijk, unser Jugendmann. Da war leider Chukwueze nicht ganz so fit nach dem Champions-League-Spiel gegen Sturm Graz, wo wir endlich mal gewonnen haben. Jetzt haben wir noch das Rückspiel gegen die. Dann haben wir nochmal den AC Mailand und den FC Sevilla. Und dann sollte es hoffentlich im besten Fall doch noch irgendwie klappen mit den letzten 16. Also Runde der letzten 16, Achtelfinale. Da wäre ich schon ganz froh drum, ne? Schon alleine aus finanziellen Gründen nach wie vor. Ich bin ja immer noch auf der Suche, um den Kader nochmal ein bisschen zu verstärken in der Breite. Und heute gegen die Hertha, die sind wie gesagt nicht weniger schlecht. Also die sind nur 2, 3 Punkte hinter uns. Haben offensichtlich auch eine gute Truppe hier zusammen. Aber ganz klar, das müssen wir heute gewinnen. Ey, das sind Spiele, wenn du Meister werden willst, das habe ich mir als Ziel gesetzt, dann musst du diese Spiele hier heute gewinnen. Da kommen wir heute gar nicht drum herum. Aber ihr wisst ja, wie solche Spiele immer ablaufen. Gerade gegen so Gegner, wo man dann gewinnen muss. Da spiele ich dann nicht so überragend. Aber egal, das müssen wir halt jetzt auch heute mal irgendwie hinkriegen. Vila, oh, da kommt Boniface gegen Rogel nicht ran. Und vorne ist dann Durosinbi. Aha, der fast bei der Eintracht gelandet wäre, aber zum Glück nicht. Weil ja bei ihm nicht klar war, wie lange er und wie schwer er verletzt ist. Er hat ja auch einen Kreuzbandriss. Von daher, ja, haben wir ihn nicht geholt, sondern Sascha Kalajdzic, der sich dann aber auch leider wieder verletzt hat, ey. Wieder das Kreuzband, glaube ich, gerissen hat. Der Junge, der hat halt auch einfach nur Pech in seiner Fußballkarriere. So, gut gespielt. Mal abklopfen oder abtropfen lassen. Dann außen. Meier, Boniface, wo ist er? In der Mitte. Muss ja irgendwo jetzt mal einer stehen. Ne, Meier bekommt das leider nicht hin. Also die Hertha, die verteidigt das momentan richtig gut. Wir sind die aktivere Mannschaft. Ja, wir stehen auch hinten richtig gut. Schön stabil. Aber das ist bislang alles noch zu wenig vor dem Hertha-Tor. Das ist noch nichts Halbes und nichts Ganzes. Aber ihr seht, wir lassen hier die Gegner reihenweise ins Leere rutschen. Guardiola jetzt mal ein bisschen Platz. Van Dijk und jetzt vielleicht der erste Schuss. Boniface. So ist es doch. So kann es doch gehen. Mal. So. Jetzt bringen wir hier unseren Linksfuß ran. Meier. Immer zum Tor. Das ist auch immer eine gute Waffe, wenn es so aus dem Spiel nicht läuft. Ja, oh, das ist eine gute Ecke. Dann gibt es die nächste hinterher. Boniface ist da leider nicht rangekommen, aber machen wir gleich nochmal. Gleich ein bisschen höher angesetzt. Ich weiß ja immer nie. Nee, Lupfer will ich gar nicht haben. Einfach so ein bisschen Inriss-Effet. Ein bisschen höher. Gucken wir mal. Oh ja, die kommt besser. Boniface, Pfosten und Tor! Mit ein bisschen Glück, aber egal. Gehört auch dazu. 1-0. Spider-Man. Die Spider-Murphy-Gang oder wie? Schön, hier sieht man nochmal Torlinie-Technologie und das ist nicht übersprungen. Normalerweise überspringt dann das Spiel immer diese Szenen. Aber hier sehen wir ganz klar, okay, so klar ist es gar nicht, aber ich glaube, wenn es nochmal ein bisschen weiterläuft, die Wiederholung jetzt. Also ganz klar hinterm Tor, wie gesagt, ein bisschen Glück gehört auch dazu. Ich finde es übrigens auch kurios, dass hinter dem Hertha-Tor, also in dem Hertha-Tor, dass die Hälfte bedeckt ist von so einem Straßengully. Ist auch sehr, sehr gefährlich, möchte ich sagen. Aber was die Hertha macht, ist auch gefährlich. Die Chance auf den Ausgleich. Achtung, Durosinbi vorne. Und klar, dazu gehört natürlich immer ein bisschen Glück, dass der Ball dann noch vom Rücken reingeht. Aber egal, das Glück musst du dir auch mal erarbeiten. Und dann steht es hochverdient 1-0. Aber jetzt ist auch ganz wichtig, wie immer, gleich das zweite Ding nachlegen, weil die Hertha, wie gesagt, die braucht wahrscheinlich nur einen Schuss aufs Tor. Und dann sind die halt auch wieder da. Achtung, Kanisici. Und Scherhan, genau. Eck bei Bouchalakis. Also sind auch ein paar Altbekannte dabei aus unserer Hertha-Karriere. Bouchalakis habe ich ja bei mir zum Beispiel verschäbelt. Scherhan spielt bei mir gar nicht. Oder hat bislang noch nicht gespielt. Dafür habe ich halt ein paar andere. Durosinbi habe ich gar nicht. Oh, jeder sagt mir leider auch nichts. Wahrscheinlich auch entweder ein Jugendmann oder irgendein Leihspieler. Apropos Leihspieler. Van Dijk ist halt auch so ein sehr flexibel einsetzbarer Leihspieler. Von daher heute mal rechte Seite. Der wird auch noch richtig gut. Genauso wie vorne Van Deuven. Jetzt müssen wir aber hier aufpassen.
dass die Hertha da nicht durchkommt. Achtung, Dorosinmi und der Schuss. Und keine Sitchi. Die Hertha, die kommt. Das Gegentor hat sie so ein bisschen angestachelt, habe ich das Gefühl. Jetzt sind sie plötzlich auf einmal voll da. Aber, oh, was heißt aber? Hoffentlich geht das hier nicht gut. Schön rausgespielt von hinten. Und jetzt die Chance. Vorne Mamouche. Boniface, mach mal den langen Hafer. Ja, gegen Royas. Kannst als Verteidiger eigentlich nur verlieren. Ah, schade. Kommt Mamouche leider nicht ran. Aber den Ball müssen wir haben. Dortmund oben 1-1. Ist gut, wenn die Konkurrenz halt auch nicht gewinnt. Die Bayern führen aber, habe ich schon gesehen, gegen Freiburg. Schön von Mamouche. So, Boniface vorne. Die Chance. Oh, da muss ich doch durchsetzen, Junge. Du hast doch so einen bulligen Körper. Aber Mamouche hat die Geschwindigkeit. Und jetzt einmal zurücklegen. Martin, eine Drehung. Und dann abgeblockt. Oh, es war gut gemacht. Vielleicht ein bisschen zu kompliziert wieder gespielt. Aber im Endeffekt habe ich da keinen besseren Weg gefunden. Sehr, sehr gut. Fratesi auch. Ist auch ein super Transfer, wie der hier nachsetzt. Das ist ganz, ganz große Klasse. So einer hat uns gefehlt. Oh, Ugarte, der hat ein bisschen Platz, aber natürlich abgeblockt. Erstmal. Meier kommt nochmal. Ah, nee, und dann... Da kann ich leider nicht um die Kurve schießen, wie Roberto Carlos oder Maicon. Der das mal bei der WM 2010 gemacht hat. Aus quasi unmöglichem Winkel. Von der Torauslinie noch rein. Ich glaube, gegen Thailand war das. Ich glaube, gegen Thailand. Könnt ihr mal unten reinschreiben in die Kommentare, ob es wirklich so war. So, 1:0 zur Pause. Ich habe eigentlich gedacht nach der Führung, dass wir sie jetzt so ein bisschen haben. Aber gerade nach der Führung wurde die Hertha ein bisschen stärker. Ist auch mittendrin. Statt nur dabei. Und wir haben ja noch so einige Kohlen im Feuer. Also für vorne gerade Larsen und Kunku kann man auch mal immer über die Seite schicken. Zur Not, obwohl, ne, Innenverteidiger lasse ich heute so. Guck mal, Gardo hat auch schon eine 76. Den haben wir auch geholt. Da hatte der auch noch gar nicht so viel. Ich glaube, 67, 68 oder so. Ach, und es wurde als Eigentor gewertet von Gersbeck. Naja, dann muss leider Boniface noch warten auf sein nächstes Saisontor. Aber gut, das war dann auch irgendwie klar, weil sonst wäre der Bayer nicht reingegangen vom Rücken. So, aber das zweite Ding, das ist nach wie vor wieder ganz, ganz typisch. Oh, kein Foul. Oh, okay. War mal ein härterer Zweikampf. Jetzt Matza gegen Van Dijk. Komm, Van Dijk ist auch schnell. Fragt sich nur, wie schnell. Oh, Vorsicht. Ja, Ballrolle, super. Ey, was ist denn da los bei dem? Schade, aber Boniface ist da. Boniface, Fratesi, Mamouche und ein Meier. Ist niemand irgendwie Kopfballstarkes in der Mitte. Krass, dann machen wir es halt so über Ugarte und drüber. Aber Van Dijk macht Spaß, doch. Das lässt sich echt gut spielen. Van Deuven davon auch irgendwann nochmal ran. Wenn wir jetzt hier wieder eine englische Woche nach der anderen haben. Vielleicht ja das Rückspiel gegen Sturm Graz. Vielleicht ist ja das so ein Gegner auf Augenhöhe, auf seinem Niveau, möchte ich mal sagen, wo er sich so ein bisschen dran gewöhnen kann. Oh, Martin, super, super Pressing. Boniface vorne. 1 gegen 1. Ja, nee, das bekommst du nie hin. Wenn du da gegen die KI im 1 gegen 1 bist, dann hast du nur verloren. Da gehst du als Verlierer immer raus. Aber mal gucken. Wir setzen uns jetzt erstmal fest hier. Guck mal, die Hertha, die steht hinten drin, wartet dann auf den Ballverlust. Oh, schlechter Ball. Aber trotzdem, gerade Martin und Fratesi heute, das Gegenpressen, das klappt eigentlich ganz gut. Da ist er wieder. Martin. Kommt leider nicht ran. Achtung, aufgepasst, Dorosinmi. Oh, das geht zu einfach. Vorsicht, Nagado. Fair und sauber. Oh, und dann der Fehlpass hier von Ugarte. Wir laden sie wieder ein. Das kann nicht mehr lange gut gehen. Meier, fairer Zweikampf. Oh, das sind jetzt zu unsaubere Bälle. Echt, das sind zu unsaubere Bälle jetzt. Und ich habe so das Gefühl, Balde, okay, auch nicht schlecht. Keita Balde, ich weiß gar nicht, wo der spielt oder ob der überhaupt noch spielt. Der ist auf jeden Fall jetzt vorne bei der Hertha, für die Hertha, Balde. Ja, wir müssen uns das hier heute echt erarbeiten. Das ist nicht so ein ganz lockeres Aufgalopp, so wie ich mir das gewünscht hätte gegen die Hertha. Die sind echt gut. Die stehen nicht umsonst da oben, wo sie stehen.
Aber trotzdem, ein zweites Ding, das müssen wir jetzt hier irgendwie machen. Vielleicht jetzt über Van Dijk. Mamouche läuft vorne durch. Gegen Villar. Ah, da kommt er nicht ran zum Schuss. Dann kann die Hertha erstmal nur klären. So, wir wechseln jetzt auch nochmal. System würde ich gerne beibehalten. Hier können wir mal Shaibi reintun. Vorne Larsen und Kunku nochmal. Ein bisschen frische Kräfte für Mamouche. Und Haraldsson für Van Dijk. Vielleicht nochmal. Ja, der bleibt auch da, weil Shaibi ist der langsamste von den dreien. Da vorne. Weil ich finde, wenn ich jetzt auf 4-3-2-1 umstelle, da ist dann irgendwo wieder eine Lücke, die wir da nicht zustellen können. 4-2-3-1 kriege ich gerade gut hin. Fratesi, da ist ein Kunku. Oh, die beiden Neuen hier im Zusammenspiel. Jawohl. Da ist es wieder, das goldene Händchen des Trainers. Dafür mal einen Daumen nach oben, bitte. Danke. Und ein kostenloses Abo auch gerne. Das ist ja Wahnsinn, ey. Was für ein Spielzug. Schön eingeleitet und dann Nkunku, Larsen setzt sich endlich mal ab, läuft nicht einfach blind durch wie die meisten Spieler und dann einfach ins kurze Eck. Und genau das zweite Ding, das haben wir gebaut. Das war sehr, sehr wichtig. Auch zu einem richtigen Zeitpunkt, gerade wo die Hertha wirklich wieder ein bisschen stärker wurde. Und die Gefahr bestand, dass sie auf 1-1 stellen. Und jetzt natürlich weitermachen. Guck mal, Dortmund oben, 2-2 gegen Gladbach. Das wäre auch wichtig, wenn die nicht gewinnen. Ein drittes Tor würde das hier dann natürlich vollkommen entscheiden. Weil mit dem 2-1, da ist die Hertha immer noch im Spiel drinne. Buchalakis gegen Kaniseci. Aber ich glaube, wenn die Hertha auch so weiterspielt, dann werden die auch nicht absteigen. Also hier so in-game, wie sie es gerade machen, das ist gar nicht so verkehrt. Haben uns schon vor ein paar Probleme gestellt. So ist es natürlich nicht. Achtung, nächste Chance tut er dazwischen. Sehr schön. Nächster Konter. Wie schnell kriegen wir es hier irgendwie zu Ende gespielt? Vorne Shaibi läuft durch, habe ich gesehen. Kriegt er auch den Ball? Ah, nee. Schade, ganz knapp nicht. Schade, schade. Aber wir fangen es jetzt immer wieder ab im Mittelfeld. Gutes Mittelfeldpressing. Und ein Meier, komm. Dir gehört die linke Seite, Junge. Meier, ganz hinten Haraldsson. Nee. Wie gesagt, Flanken. Da kannst du den Ball eigentlich schon freiwillig zum Keeper zurückgeben. Das bringt nichts. Da hast du gar keine Chance. So, Achtung, Hertha kommt nochmal über Balde. Krass, dass der jetzt da spielt. Achtung, Balde, Nagano mit der Grätsche, kommt nicht ran. Aber Kaniseci ist da. Dortmund führt wieder 3-2 oben. Dann bleiben die leider auch oben dran. Wir setzen uns aber von der... Oh, Gersbeck ist mit vorne. Okay, Achtung, Keeper, kriegt er den? Ja, so, komm, das ist leer, das Tor. Komm, beeil dich, mal gucken, wie weit er schießen kann. Ah, nee, so natürlich nicht. Aber komm, der Keeper ist noch nicht im Tor. Haraldsson mit dem Lupfer. Schade, nee. So weit klappt es leider auch noch nicht. Ich glaube, dafür müsste er bei Schusskraft noch mal ein bisschen mehr haben. Ich habe aber eigentlich gedacht, der Keeper, weil in den früheren FIFA-Spielen, da war es auch möglich, dass du mit dem Keeper einfach mal von deinem Strafraum in den gegnerischen Strafraum schießen konntest. Deswegen hatte ich jetzt ganz kurz die Hoffnung, dass das nochmal funktioniert. Egal, am Ende 2-0. Ein hart erarbeiteter Sieg auf jeden Fall. Ich glaube aber unterm Strich verdient. Die Hertha, die ist aber auch nicht schlecht. Also, wenn die so weiterspielt, glaube ich, dann können die auch oben mitspielen. Warum nicht? Aber wichtig für uns, wichtig fürs Selbstvertrauen, für die Sicherheit und von daher ein rundum gelungenes Spiel für uns. Die Bayern spielen nur 1-1 gegen Freiburg. Auch die sind nicht so richtig gut drin. Leipzig auch nur 1-1 gegen Paderborn. Also die Konkurrenz schwächt so ein bisschen. Ach, DFB-Pokal gegen Wolfsburg. Na, herzlichen Glückwunsch. So, Van Dolven hat nicht profitiert. Wenn du denkst jetzt an den Startelf, wäre es eine gute Idee, sich auf die Leistung zu konzentrieren. Ja, das ist halt jetzt die Gelegenheit, dass ich auch mal so einen Mann wie Van Dolven von Anfang an bringen kann. Zur Not auf die Außen oder mal als hängende Spitze, weil, wie gesagt, wir sind nicht so gut aufgestellt, dass wir jetzt hier mit unserer Mannschaft durchspielen können. Also ihr seht. Aber wobei, das geht eigentlich. Die haben sich eigentlich gut regeneriert. Vor allem halt Chukwueze, Pacho und Koch. Tja, Nacho Ferri ist halt auch noch vorne. Der war dort auch mal auf seinen Einsatz. Vielleicht kann ich Van Dolven auch mal einwechseln. Aber der ist halt nicht auf der Bank. Ne? Das ist halt so das Ding. Der hat eine 73. Der wird es halt schwer haben. Amenda genauso. Der müsste halt auch viel mehr spielen eigentlich. Das ist krass. Der hat auch ein so großes Potenzial. Aber gut, jetzt haben wir auch wieder eine knackige Woche. Lass mich mal kurz gucken in den Kalender hier.
Wolfsburg im Pokal, dann auswärts in der Liga, dann Sturm Graz, dann Leipzig, dann die nächste Länderspielpause, dann in Paderborn, das ist halt wieder so ein Pflichtsieg. Und dann kommt halt der Dezember, der sich wirklich gewaschen hat hier. AC Mailand, Bayern, dazwischen Sevilla, Dortmund. Also die Woche wird ein Hammer hier. Die 3 Spiele. Weiß nicht, wenn wir da zumindest einen Punkt holen oder in beiden, ich weiß das nicht. Die anderen müssen halt auch nochmal verlieren. Aber wichtig ist hier das Spiel. Das Spiel müssen wir gewinnen, ansonsten brauchen wir gar nicht über das Achtelfinale reden. Jetzt aber erstmal im Pokal, da würde ich auch gerne eine Runde weiterkommen. Den Pokal verteidigen wäre doch ganz geil. Da ist bestimmt auch irgendwie einer mit dabei. Ich brauche aber erstmal Geld, weil ihr seht, 13 Millionen. Da kannst du zwar was für die Breite holen, aber von der Qualität her natürlich nicht. Ich denke drüber nach. Nacho Ferri, das wäre natürlich jetzt auch mal die Gelegenheit, wenn er denn schon nachfragt. Naja, ich werde es mir überlegen und dann seht ihr ja im nächsten Part, wenn ihr dabei seid, welche Mannschaft ich gegen Wolfsburg spielen lasse. Macht's gut, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat und ihr mich weiterhin supporten wollt, auf dem Weg zu 8000 Abonnenten, dann lasst doch gerne ein kostenloses Abo da, einen Daumen nach oben, das würde mich sehr freuen. Und jetzt bin ich raus. Macht's gut, ciao, ciao.